Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir schauen mal heute zum Wochenstart, wo die beste Energie liegt für den Tag. Wo sind Energien, die sich besonders gut entwickeln könnten? Der eine oder andere kann hier vielleicht zusammen mit einem Freund verreisen. Möglichkeiten, gut in den Flow zu kommen, Blockaden zu überwinden. Überall da was reinkriegen, wo man vorher gestockt ist oder zu viele Hindernisse waren. Freunde, vielleicht auch welche von weiter weg sind hier gefragt. Können auch Leute sein, zu denen man längere Zeit keinen Kontakt hatte. Der Klee. Das ist sowieso die Glückskarte an sich. Vielleicht auch mehrere Sachen, die hier gut laufen. Positive Aufregungen, positive Gespräche. Eine Energie, in der man sagt, so, die Aufregung ist so, man freut sich über etwas, ne? Man hat so dieses Ameisengefühl, man ist so vitalisiert, aber auch eine Energie, die dann auf längere Frist wieder hilft, Unruhe zu minimieren, die es irgendwo gab, weil es einen guten Ausgang hier gibt. Das Außen, alle Dinge im Außen. Was haben wir hier noch? Lasst mich gucken. Hier ist so ein Weg zu sehen, der vielleicht verstrickt war oder wo so Hindernisse immer wieder am Weiterkommen gehindert haben. Und das ist hier wie so ein geplatzter Knoten, ne? Etwas hat gestresst, kaum hast du einen Schritt gemacht, hast du die nächste Blockade und hier setzt so der plötzliche Flow wieder ein. Etwas gestaltet sich glücklich. Hier können auch Personen eine wichtige Rolle spielen, die hier irgendwas an guter Idee mitbringen, die irgendetwas mit euren Kindern zu tun haben, die Freunde sind weiblicher Art, vielleicht auch Mutterthemen, die man so hat. Auf jeden Fall sind hier Menschen mit dabei, die hier irgendwie der Wunscherfüllung dienen, die vielleicht auch plötzlich auf andere Gedanken bringen können. Und wir haben hier die Kinder, die Neubeginne. Alles, was man neu gestalten will oder wo man eine Energie des Stresses oder der Blockaden auch minimalisieren kann. Seelenpartnerbeziehungen habe ich hier. Möglicherweise haben wir hier eine Freundschaft, die sehr wichtig für uns ist. Wo jetzt so diese Intensität wieder mehr reinkommt. Oder aber tatsächlich lernt man hier jemanden ganz neu kennen. Ich habe mit dem Schiff die Entfernung dabei oder sogar das Ausland. Genesung auf der Herzebene. Eine Wunde, die nicht mehr so piekt. Eine Belastung, die losgelassen werden kann. Etwas, was dir auf der Seele liegt, brennt nicht mehr so.
alle Themen, die mit dem Selbstwert zu tun haben. Ja, und eine Woche, wo man sich ruhig auch mal groß träumen darf, ne? Wo man nicht mehr dieses Gefühl hat, ich muss mich klein stellen, ich bin weniger wert als die anderen. Und ich habe das Thema Erholung noch. Also irgendwo geht eine Energie raus, die gestresst hat oder die hoch war an Belastung. Tatsächlich etwas, was einfach wieder so diese Phase mitbringt, wo man aufatmet, würde ich jetzt mal so nennen. Was ich hier auch habe, ist sowas wie Überraschungsbesuch bekommen oder so, ne? Du denkst an nichts Böses, es klingelt und da steht jemand, den du nie erwartet hättest. Etwas wird einfacher, ne? Hier haben wir die Erholung, die Reduzierung von Stress, aber auch so dieses Ding, dass man Dinge für sich so minimalisieren kann, dass sie einfacher gehen. Ne? Dass man nicht mehr alles braucht oder die ganzen Dinge, die einen vollstopfen. Das ist federleicht. Ja, die Feder ist einfach auch ein Zeichen, eine Botschaft von oben. Und wenn die Feder hier fliegt, dann heißt es einfach auf der Karte, dass wir, wenn wir in der Einfachheit leben, viel mehr klar sind, was wir brauchen. Wir sind nicht so vollgestopft mit allem. Wir können uns eine Weile nur um uns kümmern. Das Leben wird ein bisschen vereinfacht. Gerümpel, das, was sich einem in den Weg stellt. Oder es gibt ja auch so Dinge, das kennt ihr auch alle bestimmt. Man stellt hier was hin, da was hin, man braucht es nicht und irgendwann fällt man drüber. Und anstatt dass man es entsorgt, stellt man es auf einen anderen Platz, dass es dann da wieder stört. Also so Entrümpelung ist hier wichtig. Ausruhen, regenerieren und nur an dem Anteil nehmen, was wirklich wichtig ist. Hier sehr viel vollgestopftes, ne? Das ist im eigenen Flow auch ausbremst. Und hier kommt eben die nächste Woche die Möglichkeit, dass man sich etwas entledigen kann. Das können Emotionen, Gegenstände, Beziehungen oder Verpflichtungen sein. Und dass die Seelenebene darüber durch dieses Ausrümpeln wieder mehr empfangen kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch heute einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.